Hallo liebe Häkelfreunde, diese wunderschönen Handstulpen sind schnell und einfach nachzuarbeiten. Ihr braucht nur knapp 100 Gramm Wolle und eine dazu passende Häkelnadel. Ihr könnt also Wollreste ideal verwerten und daraus zum Beispiel ein tolles und persönliches Weihnachtsgeschenk in den Lieblingsfarben der beschenkten Dame zaubern. Die passende Mütze verlinke ich euch in der Infobox. Mit vorweihnachtlichen Grüßen, eure Karin aus dem Ländle. Die Informationen auf dieser Seite bieten euch die Möglichkeit, die verwendete Wolle mit anderen Garnen zu vergleichen. Die wichtigsten Parameter für einen Vergleich sind neben der Zusammensetzung die Lauflänge pro 50 Gramm und die auf der Banderole angegebenen Nadelstärken. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Dieses Projekt kann mit jeder beliebigen Wolle gehäkelt werden, weil die Maschenzahl sehr einfach angepasst werden kann. Wählt die Nadelstärke passend zu eurer Wolle. Achtung, der Verbrauch kann bei Verwendung völlig unterschiedlicher Materialien nicht mehr ausreichend präzise vorhergesagt werden. Die Stulpen werden am Handgelenk begonnen und in Richtung Finger in Runden, teilweise mit Wänden gehäkelt. Die Maschenzahl muss durch 4 teilbar sein. Meine Anleitungen sind von Anfang bis Ende wohl durchdacht und genau erklärt. Die meisten Fragen beantworten sich erfahrungsgemäß von selbst, wenn man das Video aufmerksam und zur Gänze anschaut. Für berechtigte Fragen stehe ich gerne und ausschließlich via Kommentarfunktion sowie in meiner Facebook-Gruppe Schick-Umgang mit Karin zur Verfügung, sobald es meine Zeit erlaubt. Für Änderungen des Designs, der Machart, des Musters oder andere Sonderwünsche stehe ich grundsätzlich nicht zur Verfügung. Wir häkeln heute diese wunderschönen Armstulpen. Wir häkeln beide genau gleich. Eine habe ich schon vorbereitet und wie man das macht, das zeige ich euch jetzt. Ich häkle die Anschlagskette mit einer Häkelnadel 3,5 mm und danach steige ich auf eine Häkelnadel 4 mm um. Ich zeige euch zunächst ein paar Maschen im elastischen Anschlag. Maße und Zahlen folgen danach. Wir beginnen mit einer Anfangsschlinge. Wir häkeln 2 Luftmaschen. Wir drehen die erste Masche um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Wir holen den Faden durch. Wir ziehen den Faden durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden von der Nadel aus gesehen einstechen, den Faden durchholen, durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln sozusagen zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Wir haben jetzt 3 Maschen gemacht. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind, und wir brauchen
eine Maschenzahl, die durch 4 teilbar ist, und die Kette muss eine Länge haben, die hier rundum reicht. Bei mir sind das hier ungefähr 19 cm. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 32 Maschen angeschlagen. Bei mir sind das 18 cm. 1 cm weniger spielt keine Rolle. Zum ersten ist das Ganze dehnbar und zum zweiten steigen wir ja jetzt auf eine dickere Häkelnadel um. Die schönen Maschen sind im Moment unten und wir geben die Kette oben zusammen und schließen in den Kopf der ersten festen Masche mit einer Kettmasche zur Runde. Und ich steige jetzt auf eine Häkelnadel 4 mm um. Und ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche, ich steche in die Masche ein, wo die Luftmasche herauskommt, und häkle eine feste Masche, eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Und jetzt häkle ich noch ein Stäbchen in die nächste Masche. Und dann häkeln wir eine Zweiernoppe in die nächste Masche. Wir holen einen Umschlag, holen den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden noch einmal durchholen, alle Fäden abmaschen, sodass 2 auf der Nadel bleiben. Die maschen wir zusammen ab. Und dann häkeln wir immer 3 Stäbchen und in jede 4. Masche eine Zweiernoppe. 3 Stäbchen, eine Zweiernoppe. Am Ende der Runde bleibt ein Stäbchen übrig und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Hier habe ich die letzte Zweiernoppe gehäkelt. Am Ende muss ein Stäbchen übrig bleiben und dann schließen wir in den Kopf des Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche zur Runde, sodass wir auch hier zwischen den Noppen 3 Stäbchen haben. Das mittlere ist das Ersatzstäbchen. Und wir häkeln immer am Anfang eine Luftmasche und über dem Ersatzstäbchen der Vorrunde ein neues Ersatzstäbchen. Und dann häkeln wir ein Stäbchen und dann häkeln wir um die vorhandene Noppe eine Reliefnoppe. Wir holen einen Umschlag, holen den Faden einmal durch, ein Umschlag und den Faden ein zweites Mal durch. Also die Noppe muss auf der Nadel liegen, wie bei einem Reliefstäbchen. Dann häkeln wir wieder 3 Stäbchen und eine Reliefnoppe. Einen Umschlag holen, vor der Noppe einstechen, hinten durchstechen, sodass die Noppe auf der Nadel liegt, den Faden heraufziehen, nicht zu kurz, noch ein Umschlag, den Faden noch mal durchziehen und heraufziehen, alle Fäden abmaschen bis auf 2 und dann die letzten 2. Und dann wieder 3 Stäbchen und eine
Reliefnoppe. Und das machen wir die ganze Runde so. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Nach der letzten Noppe muss ein Stäbchen noch übrig sein. Und dann schließen wir in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Und wir haben den ersten Mustersatz jetzt auf der schönen Seite gehäkelt. Ab jetzt häkle ich alle Rückreihen auf der Innenseite, damit wir einen geraden Handschuh bekommen. Ich häkle zunächst eine Luftmasche und wende die Arbeit und in das darunter liegende Ersatzstäbchen häkle ich wieder ein Ersatzstäbchen. Man muss gefühlt ein bisschen rückwärts einstechen. Hier häkeln wir die feste Masche, eine Luftmasche und noch eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Und dann häkeln wir ein Stäbchen bis zur ersten Noppe, die seht ihr jetzt von hinten, und in den Kopf der Noppe häkeln wir wieder eine Zweiernoppe. Dann 3 Stäbchen. Und in die Noppe, in den Kopf, eine neue Noppe. Und dann immer 3 Stäbchen, eine Noppe. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Nach der letzten Noppe muss immer ein Stäbchen übrig sein. Und dann schließen wir in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Und wir wenden, wie gesagt, jetzt nach jeder Runde und wir häkeln zuerst die Luftmasche, wir wenden die Arbeit und häkeln über dem Ersatzstäbchen der Vorrunde wieder das Ersatzstäbchen. Und jetzt befinden wir uns auf der schönen Seite. Die ist aufgrund der Noppen gut zu erkennen und dann folgt immer zuerst noch ein Stäbchen und dann die Reliefnoppe auf der schönen Seite. Und dann wieder 3 Stäbchen. Und eine Reliefnoppe. Und das machen wir die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Runde haben wir immer noch ein einzelnes Stäbchen und dann schließen wir in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde, sodass wir auch hier immer 3 Stäbchen zwischen den Noppen haben. Und diese 2 Runden, die wir soeben gemacht haben, wiederholen wir, bis wir ungefähr 14 bis 15 cm haben, bis zu dieser Öffnung für den Daumen. Und wichtig ist, dass ihr immer beide Reihen häkelt. Und zwar die erste Reihe auf der Rückseite, also auf der Innenseite, und die zweite Reihe auf der Außenseite. Und wenn ihr 14 bis 15 cm erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe ca. 14 cm erreicht. Bei mir sind das zum Beispiel 6 ganze Mustersätze. Und jetzt häkeln wir wie gewohnt die Rückreihe auf der Innenseite
und am Ende der Runde schließen wir nicht zur Runde, aber dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe wie gewohnt die Runde gehäkelt. Am Ende haben wir ein einzelnes Stäbchen und wir schließen jetzt nicht zur Runde, sondern wir häkeln eine Luftmasche, wenden die Arbeit und häkeln in den ersten Maschenkopf das Ersatzstäbchen. Dann folgt sofort eine Zweiernoppe und dann häkeln wir wie gewohnt die Hinreihe und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 2 Stäbchen. Wir häkeln eine Luftmasche, wenden die Arbeit und häkeln wieder das Ersatzstäbchen in die erste Masche. Und dann häkeln wir ein Stäbchen und dann häkeln wir wie gewohnt die Rückreihe auf der Innenseite im gewohnten Muster. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit einem Stäbchen nach der letzten Noppe. Und jetzt haben wir hier Platz genug für den Daumen und wir schließen in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Wir häkeln eine Luftmasche, wenden die Arbeit und häkeln über dem Ersatzstäbchen wieder das Ersatzstäbchen und dann ein Stäbchen und dann häkeln wir wie gewohnt die ganze Runde zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin am Rundenende angekommen. Hier haben wir ein Stäbchen am Ende und wir schließen auch hier zur Runde und wir häkeln die nächsten 2 Reihen wie gewohnt. Also einen ganzen Mustersatz häkeln in gewohnter Weise und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch diese Reihe endet mit einem Stäbchen. Wir schließen wie gewohnt zur Runde. Wir wenden die Arbeit mit einer Luftmasche und die letzten 2 Reihen häkle ich ein bisschen anders. Ich starte aber wieder mit dem Ersatzstäbchen, so wie immer. Und einem Stäbchen. Dann häkle ich in die vorhandene Noppe wieder eine Zweiernoppe und dann häkle ich ein Stäbchen und in die Mitte, quasi zwischen den Noppen, ins mittlere Stäbchen ebenfalls eine Zweiernoppe, ein Stäbchen, dann in die vorhandene Noppe, eine Noppe, ein Stäbchen, eine Noppe, ein Stäbchen, eine Noppe und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Runde endet mit einem Stäbchen und einer Kettmasche ins Ersatzstäbchen. Wir häkeln eine Luftmasche und wir häkeln die allerletzte Reihe. Auch die beginnt mit dem Ersatzstäbchen. Und einem Stäbchen auf das Stäbchen und eine Noppe um die Noppe,
Also wieder abwechselnd ein Stäbchen und eine Noppe. Und das machen wir die ganze Runde so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Runde endet mit einem Stäbchen und einer Kettmasche ins Ersatzstäbchen. Wir häkeln noch eine Luftmasche, schneiden den Faden ab, ziehen ihn heraus und ziehen ihn fest. Und jetzt müsst ihr nur noch die Fäden vernähen und die zweite Stolpe genau gleich machen. Und dann sind wir fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.